In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie man kleinere Flächen verputzt. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann bleibe unbedingt dran. Als erstes rühren wir uns einen Mörtel für den Spritzwurf an. Dieser dient der verbesserten Haftung auf glatten Oberflächen. Da wir in diesem Beispiel glatte Kalksandsteine haben, ist es ratsam, zuerst einen Spritzwurf zu erstellen. Ich mache etwas Wasser in den Kübel und füge danach die fertige Putz- und Mauermörtelmischung hinzu. Diese Mischung sollte möglichst dünn sein, sodass der Mörtel sich gut mit der Oberfläche verbinden kann. Ganz wichtig ist, dass man den Mörtel gut verrührt, entweder mit Maschine oder von Hand. Die Hauptsache ist, dass er klumpenfrei ist. Ich werde die Wand jetzt vornässen. Da der Stein viel Wasser saugen kann, ist es wichtig, den Stein vorher nass zu machen. Das Wasser bindet zudem auch den Staub, der eventuell auf der Oberfläche haftet. Wie ihr gut sehen könnt, ist der Mörtel sehr dünn angerührt. Mit einer möglichst großen Kelle werfe ich den Mörtel mit Schwung an die zu verputzende Fläche an. Dadurch erzeuge ich eine gut haftende Oberfläche für meinen späteren Putz. Wie ihr den richtigen Schwung erreicht, findet ihr mit etwas Übung heraus. Meine ersten Würfe waren auch zu zaghaft. Keine Angst, nur wer etwas versucht, kann auch etwas falsch machen. Und nur wer etwas falsch macht, kann daraus lernen und wachsen. Wenn das Vorwerfen erledigt ist, sollte die Wand ungefähr so aussehen. Jetzt rühre ich mir den Putzmörtel an. Dieser wird etwas fester in der Konsistenz als der Spritzwurfmörtel. Zur Verminderung von Staubbildung benutze ich eine Absaugung. Das schont die Umgebung und die Gesundheit. Ich verrühre den Mörtel wieder maschinell. So wird der Mörtel schön geschmeidig und klumpenfrei. Bei der Zugabe von Wasser ist zu beachten, dass ihr sauberes Wasser benutzt. Solltet ihr einmal zu viel Wasser hinzugegeben haben, dann müsst ihr wieder etwas Mörtel hinzufügen. Habt ihr die Mischung fertig angerührt, könnt ihr diese mit einer Kelle und mit Schwung an die Wand werfen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder Anregungen zu neuen Themen, dann schreibe bitte einen Kommentar. Den Boden vor der zu verputzenden Wand vorher von Staub und Unrat reinigen, dann könnt ihr heruntergefallenen Mörtel wieder verwenden. Der Kellenschwung ist reine Übungssache. Wenn das bei euch anders aussieht, dann ist das nicht schlimm. Um dieses Handwerk so auszuüben, sind viele Stunden Übung vonnöten. Jetzt kontrolliere ich mit einem Richtscheit oder einer Karditsche, wo und wie viel Mörtel noch fehlt. In diesem Fall sind 3 cm Putzstärke nötig, was nicht ganz einfach ist, das in einem Zug zu machen. Wenn man die Zeit hat, sollte man ungefähr 1,5 cm Putz auftragen und dann am nächsten Tag den Rest fertigen. Das verhindert, dass die Putzfläche zu schwer wird und der Putz runterrutscht. Wenn man das Anwerfen des Putzmörtel nicht hinbekommt, kann man den Mörtel auch mit einem Reibebrett oder einem Aufzieher an die Wand drücken. Hierbei muss man beachten, den Mörtel auch wirklich an die Wand anzudrücken, da die Haftung ansonsten nicht gegeben ist. Wenn du wissen willst, welche Materialien und Werkzeuge ich benutze, dann schaue gerne in der Videobeschreibung nach.
Ob der Putzmörtel bereit zum Abziehen ist, testet man am besten mit den Fingern. Fühlt er sich wie Knete an, kann man mit dem Abziehen beginnen. Ich benutze in diesem Fall eine Alu-Kadetsche. Da ich nur ausbessere, nehme ich eine lange Kadetsche. Die kann ich auf den alten Untergrund gut als Richtscheit benutzen. Ausbrüche und Fehlstellen kann man mit der Kelle ausbessern. Jetzt noch den Putz abreiben oder glätten und fertig ist das Verputzen mit Putzmörtel. Weitere wertvolle Tipps und Anleitungen rund ums Fliesenlegen und die Sanierung von Bädern findest du auf meinem Kanal. Abonniere jetzt und aktiviere die Glocke, um keine meiner spannenden Videos zu verpassen. Lass uns gemeinsam deine Projekte in Angriff nehmen.